Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe mich dazu entschlossen, Sie mit einer neuen vierteiligen Serie zu überrollen. Eine vierteilige Serie, welche jeden Samstag veröffentlicht werden wird. Vier Teile deswegen, weil alles zusammen verpackt in einem Video viel zu lange dauern würde. Diese neue Serie, die soll keine Werbung für meine Person darstellen. So ein wichtiger Mensch bin ich nicht, das ist mir klar. Vielmehr möchte ich Sie auf eine Reise mitnehmen, in der ich Ihnen zeige, wie ich die unglaublich vielfältige und komplexe Hundewelt kennengelernt und Stück für Stück für mich entdeckt habe. In dieser Serie werde ich Ihnen erzählen, wie sich meine eigenen Ansichten entwickelt haben und wie all das schlussendlich dazu geführt hat, dass ich den Kanal Dog Special ins Leben gerufen habe. Ich bin sehr davon überzeugt, dass in dieser Serie einige wertvolle, informative Inhalte stecken, ganz besonders für diejenigen, die sich noch nicht so fest in der Hundewelt verankert haben. Ich denke, es gibt hier viele Aspekte, die auch neue Perspektiven eröffnen und glaube, dass jeder, der zuschaut, etwas für sich mitnehmen könnte, völlig unabhängig davon, wo er oder sie gerade steht. Das gilt auch für Profis, für Fortgeschrittene. Wenn wir von Fortgeschrittenen sprechen, auch ich nehme von vielen Kanälen, die ich mir ansehe, von Hunde-YouTuber-Kollegen häufig etwas mit. Man lernt nie aus. Bevor wir hier durchstarten, ist mir eines noch ganz wichtig zu betonen, und zwar: Bezüglich informative Inhalte gehen wir es mit diesem ersten Teil recht langsam an. Das Ganze steigert sich dann heftig mit dem zweiten, dritten und vierten Teil. Sie sollten diesen ersten Teil diesbezüglich also eher nur als gemütlich angehende Aufwärmrunde sehen. Ich glaube, Sie wissen genau, was ich damit meine. Also, bis gleich. Nun, ich kann mich nicht erinnern, wann sich meine Leidenschaft zu Hunden entwickelt hat. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich war 11 Jahre alt, als Boris, unser erster Hund, bei uns einzog. Denke bis heute noch täglich an ihn, genauso wie auch an all seine Nachfolger. Aber tatsächlich war ich schon immer von Hunden umgeben. Meine Verwandtschaft ist groß und als ich noch ein Kind war, wurde innerhalb der Familie permanenter und intensiver Kontakt gepflegt. Eine schöne Zeit war das. Geburtstage, Ostern, Weihnachten, Silvester, Urlaube oder einfach nur Besuche. Man sah sich immer. Ja. Und ob Pudel, Schäferhund, Zwergpinscher, Collie oder Mix, immer war da irgendwo ein Hund vorhanden, auf welchen ich mich immer ganz besonders freute. Ja. Was ich aber glaube zu wissen, ist, wie sich meine Leidenschaft zu starken, leistungsfähigen Hunden entwickelt hat. Und dass ich diese Leidenschaft pflege, ist den meisten von Ihnen, die meinen Kanal schon länger kennen, natürlich bekannt. Ich denke, der Hauptauslöser für diese Leidenschaft waren mein Vater und ein besonderer Bullterrier namens Artus. Schauen Sie, ich wurde liebevoll von meinen Eltern erzogen und trotzdem vermittelte mir mein Vater schon sehr früh dieses Bild von männlicher Tapferkeit, wenn ich das so sagen kann. Wenn er sich bei der Arbeit verletzte, sich schnitt oder ähnliches und ich ihn nach der Ursache der Wunde fragte, dann kam es vor, dass er mir erzählt hat,
Er hätte mit einem Tiger, einem Bären oder einem Indianer gekämpft, dabei triumphiert und den Feind in die Flucht geschlagen. Nun schauen Sie, ich weiß, dass sich seit dieser Zeit ein gigantischer Wertewandel vollzogen hat, bei welchem sich die gesellschaftlichen Normen gigantisch, enorm verschoben haben. Das ist mir alles klar. Ja. Und sich einige mit Hinblick auf die psychische Entwicklung eines Kindes hier extrem empören könnten, wenn sie so etwas hören. Das weiß ich. Doch ich garantiere Ihnen, aufgrund dieser Aussagen trotzdem nie ein psychisch gestörtes Verhältnis zu Tigerbären oder Indianern entwickelt zu haben. Ganz sicher nicht. Und ich bin auch glücklich darüber, dass ich als Junge zu Fasching noch als Ritter verkleidet mit Zorro kämpfen konnte und erinnere mich wahnsinnig gern an die allerwichtigsten Verhandlungen mit meinen kleinen Freunden zurück, in denen es darum ging, wer beim heutigen Räuber- und Gendarmspiel die größte der Plastikpistolen bekommen wird. Ja. Das waren immer die wichtigsten Verhandlungen. Ja. Und noch so vieles Jungszeugs mehr. Ich wurde noch als richtiger Bub erzogen und alle meine Freunde auch und das war wunderschön. Punkt, aus, Ende. Klar prägte mich das. Das ist mir klar, aber schädigte das meine Psyche? Nun, es bewegte mich sicher dazu, von einigen Dingen, die heute via Medien, Veranstaltungen oder diverser Gesellschaften regelrecht in sie hineingepresst werden, nichts zu halten. Klare Sache. Dabei bin ich mir sicher. Was aber nicht bedeutet, dass ich das alles nicht toleriere. Bedeutet das überhaupt nicht. Es soll jeder die Welt sehen, wie er will, solange mir dieses Weltbild nicht aufgezwungen wird. So einfach ist das. Schauen Sie, in einem Alter, in welchem Sie diese Tiger, Bären oder Indianer-Geschichten noch glauben, dann in diesem Alter wird Ihr Vater in diesem Moment für Sie größer als jeder Held, der jemals über diesen Planeten gewandelt ist. Und Sie sind ganz stolz darauf, zu diesem Helden Papa sagen zu dürfen. Ist so, ja. Und wenn Sie das dann Ihren Freunden erzählen und die Ihnen mit Geschichten kontern, in welchen auch Ihre Väter ähnliche Abenteuer erlebten, ja, dann wird das Thema Tapferkeit, Stärke und Wehrhaftigkeit zu ganz besonderem Gut. Viele von Ihnen werden jetzt genau verstanden haben, was ich damit meine. Und genau in dieser Zeit lebte in derselben Häuseranlage, wo wir zu Hause waren, eine Frau mit einem weißen Bullterrier namens Artus. Von der Vielfalt an verschiedenen Hunderassen wusste ich damals natürlich noch überhaupt nichts. Klar war mir bekannt, dass ein deutscher Schäferhund eher das schneidige Polizeidiensthunde-Image trug, während ein kleiner Pudel auf mich immer wie der lustige Begleiter von älteren Damen wirkte. Und ich wusste, eine deutsche Dogge ist ein riesiger Hund. Doch viel mehr war da nicht. Von einem Bullterrier hatte ich noch nie gehört, aber der Ausdruck Schweindelhund, also Schweinehund, auf einen bestimmten Hundetyp bezogen, der war mir bekannt. Der war mir deswegen bekannt, weil in der Stiege etwa 50 Meter gegenüber von uns eine Frau ihren Zweitwohnsitz hatte, welche einen Hund besaß, den man immer hinter vorgehaltener Hand genau so nannte. Eine gefährliche Bestie, ein hässliches Monster mit granitbrechenden Kiefer sei ihr, sagten die Leute in der Wohnsiedlung. Wehe demjenigen, der ihm zu nahe kommt, dieser wird den nächsten Tag nicht überleben, erzählten sich die Frauen beim Kaffeekränzchen. So war das damals. Ja. Das weckte meine Neugier. Ich fragte meinen Vater damals, wer ist dieser weiße, eigenartig aussehende Hund, der so gefährlich ist? Ja. Vater antwortete mir, das ist ein Bullterrier. Das sind sehr starke Hunde und du gehst nur dann hin,
wenn dir seine Besitzerin das erlaubt. Hast du verstanden? Ich habe verstanden, ja, aber dieser gefürchtete, starke Hund interessierte mich brennend. Eines Tages spielte ich mit einem meiner Freunde auf der Wiese vor unseren Fenstern Fußball. Als die Frau mit diesem Hund an der Leine um die Ecke kam und sich in Richtung ihrer Stiege bewegte. Jo, ich stoppte das Fußballspielen, schnitt ihr den Weg ab, blieb etwa 5 Meter vor ihr stehen, grüßte und fragte sie, ob ich den Hund mal streicheln dürfte. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass sie völlig perplex war. Heute weiß ich natürlich warum. Sie wusste über die Geschichten, welche wegen ihrem Hund kursierten, Bescheid. Klare Sache. Ja. Er rechnete deswegen eher nicht mit derartiger Annäherung. Sie überlegte einige Sekunden und sagte mir dann, ich sollte mich völlig locker in die Wiese setzen und seinen Namen sagen. Er heiße Artus. Ja, das tat ich. Ich setzte mich gemütlich hin und sagte in Richtung des Hundes freundlich, Artus. Und dann, liebe Zuseher, dann brach die Hölle los. Ja. Dieser Bullterrier begann vor Freude zu schreien, zu kreischen, wie es häufig ganz typisch für diese Rasse ist. Ja. Die Rute wedelte wie verrückt, die Ohren waren zurückgelegt und er legte das breiteste Grinsen auf, das ein Hund nur zeigen kann. Sie ließ ihn zu mir und dieser Hund krabbelte sich vor Freude windend auf mir herum und schmuste mich überall ab. Kann mich genau erinnern. Ja. Er schrie dabei aber lauthals seine Freude heraus. Einige Bullterrier-Besitzer werden genau wissen, von welchem Geräusch ich spreche. Das blieb natürlich nicht unbemerkt und die umliegenden Fenster wurden geöffnet. Ja. Als die Leute dieses weiße Kraftpaket schreiend und kreischend auf mir herumhüpfen sahen, ja, meinten sie, um Gottes Willen, der bringt den Burm um. Also übersetzt, um Gottes Willen, der tötet den Jungen. Ja. Doch schnell wurde erkannt, dass ich mich lachend und freudig mit dem Hund amüsierte und die Gemüter beruhigten sich langsam wieder. An diesem Tag spürte ich die härtesten und kräftigsten Muskeln, die ich bis dahin je bei einem Hund gespürt habe. Und das hat mich tief beeindruckt. Ja. Diese enorme Kraft, gepaart mit dieser herzlichen und ungefilterten Freundlichkeit und Freude, die zogen mich sofort in ihren Bann. Und ich wusste, dass das Thema Bullterrier und ich damit noch nicht beendet ist. Na, das hat damit erst begonnen. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber ab diesem Tag folgte stets eine Freudensschrei-Orgie, wenn Artus mich sah. Und ich war schnell in der Siedlung bekannt als, das ist der mit dem Schweindelhund spielt. Ja. Eventuell inspirierte dieser Titel Kevin Costner zu der mit dem Wolf tanzt. Ich weiß es nicht. Möglich ist alles. Ja. Da gab es noch einen heftigen Zwischenfall mit diesem Hund, von dem ich Ihnen erzählen möchte. In den frühen 80ern tickte die Zeit in Jedlesee. Das ist diese Gegend in Wien-Floridsdorf, wo ich aufgewachsen bin, natürlich extrem anders als heute. Auch was die Hundehaltung betrifft. Ich kannte einige Leute, welche die Tür öffneten und zu ihren Hunden sagten, geh spazieren und komm bald wieder heim. Unglaublich, oder? Heutzutage undenkbar. Zu Recht undenkbar. Ja? Doch das gab es. Ist so. Ja? Besonders ein Hundeduo, welches auf genau diese Art und Weise spazieren geschickt wurde, war bekannt und nicht immer unproblematisch. Petrus, ein deutscher Doggen-Riesenschnauzer-Mix und sein kleiner Mixkumpel, von dem ich den Namen vergessen habe. Die waren häufig alleine auf diese Weise unterwegs, bevor sie wieder brav nach Hause kamen. Aber über die beiden hören Sie in einem anderen Teil mehr, denn mit diesen beiden hatte auch ich meine Erlebnisse gehabt. Ja. Zurück zu Artus. In der Stiege links
von uns. Dann lebte eine ältere Dame mit einem Collie namens Prinz. Tür auf, Prinz, geh spazieren und komm irgendwann mal wieder, Tür zu. So lief das. Irgendwann stand er dann wieder vor seinem Zuhause, kratzte an der Tür und wurde hereingelassen. Verrückte Geschichten. Ja. Das war ein sehr freundlicher Rüde, der sich auch die eine oder andere Streicheleinheit von uns Kindern abgeholt hat. Ich mochte den sehr. Ein sehr flauschiger, schöner Kerl war das. Doch war er auch dafür bekannt, anderen Hunden gegenüber aufdringlich werden zu können. Manchmal wurde er mit Maulkorb losgeschickt, manchmal ohne. War so. Es hagelte auch öfter berechtigte Proteste von anderen Hundebesitzern, wenn sich dieser Collie nicht löste. Kann man verstehen. Ne? Was soll ich Ihnen erzählen über solchen Schwachsinn? Eines Tages bemerkten meine Freunde und ich eine kleine Menschenansammlung bei den Klopfstangen. Sie wissen schon, diese Metallgerüste, wo sie die Teppiche zum Ausklopfen aufgehängt haben und die außerhalb dieser Tätigkeit für uns Kinder als beliebte Turngeräte galten. Viele meiner Zuseher wissen genau, von welchen Metallgerüsten ich hier spreche. Klopfstangen hießen die früher bei uns. Inmitten dieser aufgebrachten Menschenmenge stand der Collie, Prinz. Auf 3 Beinen stand er da. Denn seinen rechten Vorderlauf hat er angehoben und dieser baumelte recht lose hin und her. Unter dem Hund sammelte sich eine kleine Blutlache und man vernahm leises Winseln von diesem Collie. Soweit ich mich erinnern kann, war kurze Zeit später ziemlich hysterisch reagierend die Besitzerin von Prinz da und der Hund wurde mit Hilfe von einigen dort Anwesenden weggebracht. Ich konnte damals nicht ausmachen, was genau da geschah. Heute weiß ich, dass sie ihn in die Tierklinik fuhren, denn sein rechter Vorderlauf, der war gebrochen und wurde dort behandelt. Nun, was war geschehen? Am selben Tag sprach sich noch herum, dass der Schweinehund ihn so hergerichtet hat. Mein Vater und der Lebensgefährte der Besitzerin von Artus, die verstanden sich gut miteinander. Etwa eine Woche nach dem Vorfall mit Prinz traf mein Vater diesen Herrn zufällig auf einer Tankstelle und sie kamen über diese Geschichte ins Gespräch. Dabei erfuhr mein Vater, dass Artus und seine Besitzerin am besagten Tag am Weg nach Hause waren, als ihnen der Collie den Weg versperrte. Ihr Auto war nur einige Meter hinter ihnen geparkt und sie wollte zusammen mit dem Hund wieder einsteigen und abwarten, bis der Collie den Weg wieder freigibt. Doch dazu kam es nicht. Denn gerade als sie sich umdrehen wollte, lief Prinz auf Artus zu und begann ihn zu bedrängen. Das sah der an der Leine gesicherte Bullterrier als unverzeihliche Grenzübertretung und es kam zu einer Beißerei, bei welcher Artus den Vorderlauf des Collies zu fassen bekam. Ja, den Rest kennen Sie. Schlussendlich zogen die Bullterrier-Besitzer von dort aus und ich habe diesen meinen ganz speziellen Freund nie wieder gesehen. Aber mit ihm habe ich Lunte gerochen und ich wollte mehr davon. Kurz bevor mein erster Hund Boris bei uns einzog, bekam ich das Buch Der weiße Wolf von Max Brand geschenkt. Ich war etwa 11 Jahre alt, aber ich verschlang diesen Schmöker im Nu. Das kann ich Ihnen sagen. Dieses Buch erzählt von einem weißen Bullterrier-Rüden, der in den Rocky Mountains aufwächst. Dieser Hund verliert seine Mutter und findet sich nach Überwindung schwierigster Hürden und höchst lebensgefährlicher Situationen als akzeptiertes Mitglied eines Wolfsrudels wieder, in welchem er sich begleitet von spannendsten Ereignissen in der Rangordnung nach oben arbeitet. Dieses Buch ist nicht vielen Leuten bekannt, habe ich erfahren, aber ganz besonders für
Fans der Bullterrier-Rassen ein absolutes Muss. Liebe Zuseher, im Stile von Jack Londons Wolfsblut geschrieben und garantiert auch sehr spannend und unterhaltsam für Nicht-Bullterrier-Besitzer empfehlenswert. Das kann ich Ihnen garantieren. Sie werden bemerkt haben, mit Artus begann dieser Hundeschneeball langsam zu rollen bei mir und er rollte weiter und wurde größer und immer größer. Nach dem Buch Der weiße Wolf bekam ich zum Geburtstag ein Buch mit dem Titel Hunderassen der Welt. Clever und Smart, Asterix und Obelix wurden beiseite gelegt und ich steckte meine Nase mit großem Interesse in dieses dicke Kynologiebuch hinein. Das erste Mal bekam ich Begriffe wie Schulterhöhe, Stockhaar, Wachtrieb, Schutztrieb und ähnliches zu lesen und bekam den ersten Eindruck, wie riesig dieses Thema ist. Doch natürlich fehlte da noch was. Ein eigener Hund. Klare Sache. Doch zu meinem Glück entschloss sich eine der Schwestern meines Vaters und ihr Mann, also meine Tante und mein Onkel, dazu, sich Gwendo von Symbion, der von ihnen kurz Smokey genannt wurde, zu holen. Ein 10 Wochen alter deutscher Langstockhaar-Schäferhund zog bei ihnen ein. Ich erwähnte schon zuvor, dass innerhalb unserer Familie intensiver Kontakt gepflegt wurde. Sie können sich also vorstellen, dass meinen Eltern nicht verborgen blieb, womit sie mir die meiste Freude bereiten würden. Etwa 2 Wochen nach Smokey zog dann Boris bei uns ein. Mein erster geliebter, bis heute geliebter Hund. Und dann ging's richtig los. Doch dazu viel mehr im nächsten Teil, liebe Zuseher. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.